Das wohl teuerste Lippenbalsam Do-It-Yourself, das du jemals sehen wirst. 24 Karat Blattgold in einem Lippenbalsam? Gold auf der Haut mag auf den ersten Moment etwas eigenartig klingen, in Wahrheit hat Gold aber in der Kosmetik wirklich viele tolle Vorteile. Hi und herzlich willkommen bei cutelifehacks.de. Lippenbalsam-Videos haben wir ja schon welche gemacht, die sind auch unten verlinkt oder hier oben in der Infobox. Jetzt kommt aber das teuerste Lippenbalsam Do-It-Yourself, das du je gesehen hast. Blattgold ist sehr filigran und deshalb immer wirklich gut verpackt. Sei also vorsichtig bei dem Transport. Gold wird in der Kosmetik inzwischen häufig als Inhaltsstoff eingesetzt, denn Gold sorgt dafür, dass die Spannkraft und Elastizität des Gewebes unterstützt wird. Gold sorgt außerdem auch dafür, dass der Abbau von Kollagen im Gewebe gehemmt wird. Schon Kleopatra hat sich Gold auf die Haut appliziert. Wer den Lippenbalsam einmassiert, wird merken, dass das Gold schon nach wenigen Minuten komplett verschwindet, weil es einfach von der Haut aufgenommen wird. Für dieses Heft mit rund 50 kleinen Goldblättchen haben wir rund 120 € gezahlt. Dieses reicht aber für wirklich viele Lipbalms aus, was jedoch immer darauf ankommt, wie viel Gold du tatsächlich in den Lippenbalsam hineinpackst. Wem das zu teuer ist, der kann natürlich auch nur für den optischen Effekt 22 Karat essbares Blattgold verwenden. Das sieht ähnlich cool aus, ist aber auch wesentlich günstiger. Das Blattgold ist sehr dünn und bricht deshalb sehr, sehr leicht. Aus dem Heft hinausgenommen bewegt man es am besten mit einem feinen Pinsel. Der Behälter für den Lip Balm muss natürlich auch vergoldet werden. Hierfür verwende ich Vergoldermilch, denn diese ist speziell für das Vergolden gedacht. Die zunächst flüssige Milch wird nach nur 20 Minuten auf dem Behälter zu einer klebrigen Oberfläche. Das Blattgold muss ich nun einfach vorsichtig auflegen und schon klebt es auf dem Plastik. Überstehende Blattgoldreste entferne ich schließlich vorsichtig mit einem Pinsel. Damit sich der Behälter gut verschließen lässt, solltest du darauf achten, dass kein Blattgold über den Schraubverschluss reicht. Um das Ganze zu fixieren, übermale ich die Oberfläche anschließend mit einem transparenten Lack. Nun kommen wir zum Lippenbalsam. Hierfür müssen wir zunächst das Blattgold in kleine Stücke zerteilen. Die Größe der Blättchen kannst du ganz individuell gestalten. Ich bin ein richtiger Fan von den ganz kleinen Goldblättchen. Wie du hier sehen kannst, bleibt das Blattgold ganz leicht auf der Haut und auf den Nägeln kleben. Für den Lippenbalsam brauchst du außerdem auch ein Teelicht. Zunächst entfernst du die Verpackung und den Docht des Teelichtes. Anschließend das ganze Wachs in kleine Stücke schneiden. Wer möchte, kann anstatt dem Kerzenwachs auch Bienenwachspastillen verwenden. Davon benötigst du dann in etwa einen Esslöffel. Zusätzlich zu Gold und Wachs brauchst du nun noch als pflegende Zutat etwa 2 Esslöffel Kokosöl. Das Kokosöl und das Wachs erhitzt du nun, bis es sich im Wasserbad langsam verflüssigt hat. Wer möchte, kann auch in einem größeren Löffel das gesamte Gemisch über einer Kerze langsam zum Schmelzen bringen. Wenn sich das Ganze verflüssigt hat, füllst du es nun vorsichtig in den Behälter. Den flüssigen Lippenbalsam nun etwa 5 bis 10 Minuten abkühlen lassen, sodass sich die Konsistenz etwas verfestigt hat. Da der Lippenbalsam mit der Zeit etwas fester geworden ist, kannst du nun die Goldflocken richtig genau so platzieren, wie du es möchtest. Sprich, du kannst zwischen Rand, Mitte, etwas weiter unten am Boden oder an der Seite komplett variieren und richtig mit den Goldflocken zeichnen. Sobald du damit fertig bist, den Behälter einfach kurz ins Tiefkühlfach stellen.
Ob als Lippenbalsam mit superpflegendem Gold oder als glitzernder Topcoat über dem Lippenstift, ich bin wirklich glücklich, wie toll dieser Lippenbalsam geworden ist. Wer es etwas dramatischer möchte, kann auch zu richtig großen Goldflocken greifen. Dann wird es definitiv ein funkelnder Lipbalm. Für diesen Look haben wir auf den Lippenbalsam noch zusätzlich einzelne Goldblätter aufgelegt. Danke fürs Zusehen und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht unten auf Abonnieren zu klicken, damit ihr weiterhin kreative Do-it-yourselfs von uns sehen könnt.